aus dem Fenster und fange an zu träumen. Was wäre, wenn die graue Welt in Buntfarbe eingezaugt? Dann wäre dieser Katzenort neues Leben eingehaucht. Ich blicke in die Ferne, frage mich, ob es dich gibt. Warum du nichts getan hast, obwohl du alles siehst. Wir haben heute auf der dritten Seite der Berliner Morgenpost eine ganze Seite bekommen. Und ich würde sagen, die Medien fangen langsam an, sich in eine richtige Richtung zu bewegen. Ganz normal, kritisch, okay, fair. Ist es nicht mal totzuschweigen sozusagen? Ich glaube, ja, Mann. Ja. Es ist bewundernswert, die Kraft, wie du das durchhältst, wie du das machst, wie du da dafür einstehst. Du wird wirklich in die Geschichte eingehen, sicherlich. Das will ich so gar nicht, mein Lieber. Ich muss auf die Bühne. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Wow. Immer wieder eine schöne Hymne. Ja. Jetzt hast du deinen Applaus schon bekommen, dann gib doch mal allen anderen den Applaus, den Technikern, den Sanitätern, alle, die hier stundenlang was möglich machen, was hier möglich ist. Ja, unglaublich. Wir sind mittlerweile über 60 Mahnwachen, über 60. Die ersten amerikanischen Nachrichten berichten über uns. Schweiz, Österreich ist vertreten. Ey, das läuft unglaublich. Voller Dankbarkeit schaue ich heute zurück auf die Montagsdemonstrationen. Haben sie mir doch erst ermöglicht, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Und da man aus der Geschichte bekanntlich viel lernen kann, ist es wichtig, dass wir diese weitergeben. Denn Parallelen zur heutigen Zeit sind unverkennbar. Ich nenne nur die auffälligsten. Eine unerträglich einseitige Medienberieselung versucht, uns für dumm zu verkaufen und zu manipulieren. Wieder haben wir einen großen Bruder, der uns aufoktroyiert wurde. Manchmal denke ich schon, dass ich besser im damaligen Verein der deutsch-sowjetischen Freundschaft hätte bleiben sollen. Als ich gegen den Einmarsch amerikanischer Truppen in den Irak war, meinten die Menschen, ich wolle wohl, dass Saddam Massenvernichtungswaffen einsetzt. Als ich gegen die Bombardierung Jugoslawiens war, sagten die Leute, ich wolle wohl eine humanitäre Katastrophe. Als ich gegen den Einmarsch amerikanischer Truppen in Afghanistan war, meinten die Menschen, ich sei wohl ein Taliban-Freund. Als ich gegen die Bombardierung Libyens war, meinten die Menschen, ich sehe es wohl gerne, wenn ein Diktator sein Volk abschlachtet. Als ich gegen die Bewaffnung der Rebellen in Syrien war, fragten mich die Menschen, ob ich Assad, den Schlächter, toll finde. Als ich gegen den westlich finanzierten Umsturz in der Ukraine war, nannten die Menschen mich einen Putin-Versteher. Ich war einfach nur für den Frieden und wollte nicht, dass Millionen Menschen, vor allem Frauen und Kindern, sterben. Jeder dieser Kriege begann mit einer Lüge. Es ist total wichtig, dass wir jetzt alle wirklich verstehen, es ist bereits Krieg und dass wir unsere Augen öffnen und dass wir nicht mehr wegschauen. Und da schreibt die FAZ, amerikanische Söldner sollen in Ostukraine kämpfen, ist die Überschrift. Und da legt Ausschnitte vor. Die ukrainische Nationalgarde wird angeblich bei ihrem Einsatz in der Ostukraine von 400 Söldnern einer amerikanischen Sicherheitsfirma, also Academy oder Blackwater, unterstützt. Ein Bericht beruft sich auf BND-Informationen. Die Firma dementiert. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti hatte wiederum am 7. April gemeldet, zur Unterdrückung des Volksaufstandes habe die Regierung in Kiew Truppen der Nationalgarde in den Osten der Ukraine entsandt, zu denen die besten Kämpfer vom rechten Sektor gehörten, sowie eine Einheit der Blackwater-Söldner in der Uniform der ukrainischen Sonderpolizei Sokol. Die Agentur berief sich auf Quellen bei den ukrainischen Sicherheitskräften. Also es ist extrem wichtig eben zu sehen, dass da Involvierungen passieren, dass da in der Ukraine Berichte, die teilweise bei euch nicht ankommen, die informiert sind, bei euch kommen die an, und dass da eine, sagen wir, humanitäre Katastrophe droht, von der wir uns quasi
vielleicht das noch nicht vorstellen können. Ich hoffe es nicht. Wir sind jetzt in einer sehr kritischen Situation. Am 25. Mai sind die Wahlen in der Ukraine und der ganze Osten der Ukraine, wo die Russischsprachigen die Mehrheit haben, die wollen nicht mitwählen. Das heißt, die Kiewer Putschregierung wird die Panzer rollen lassen, um die Wahlen im Osten zu erzwingen. Und sie hat das Backing der NATO. Die NATO-Staaten, auch die Bundesregierung, haben ja immer vom alten Präsidenten Janukowitsch gefordert, dass er nicht mit dem Militär vorgeht gegen dissidente Bürger. Aber jetzt, wo die neue Regierung, die Putschregierung, das macht im Osten des Landes, da schaut der Westen weg oder schickt sogar noch wie die USA Söldner. Wir wissen ja, 400 Spezialeinsatzkräfte der USA von der Firma Blackwater sind im Osten im Einsatz. In der Ukraine ist am 9. Mai immer da sind die größten Paraden wegen dem Tag des Sieges. Dadurch, dass halt der Krieg gegen die Nationalsozialisten da geendet hat und da werden halt die größten Paraden aufgebaut und alles Mögliche und dieses Jahr war es halt eine Katastrophe, weil viele Kinder einfach erschossen wurden auf den Straßen, viele Paraden einfach gestürmt wurden und dieser Tag des Friedens, dass man sich gefreut hat, dass der Nationalsozialismus geendet hat, das ist einfach zerstört worden und jetzt stehen halt viele Mütter ohne ihre Kinder da, viele Kinder ohne ihre Mütter oder Väter da und das ist einfach grauenhaft und ja, das wollte ich halt nur loswerden. Wenn wir den Frieden, egal für wen wir arbeiten, wenn wir den Frieden Spitzenpolitikern überlassen, wenn wir den Frieden den Medien überlassen, dann wird das nichts mit dem Frieden. Wir müssen den Regierungen, wir müssen den Eliten zeigen, dass wir keine Lust haben, diesen Krieg zu kämpfen. Denn es gibt einen schönen Spruch von einem russischen Experten, den ich in der New York Times gelesen habe, der hat gesagt, die Kriege werden von den Eliten angezettelt und das Volk muss sie ausführen. Keiner hat Lust darauf. Oh ja, die deutschen Massenmedien sind in einem wirklich bedenkenswerten Zustand. Die Berichterstattung ist realitätsfern, selektiv, antirussisch, kriegsbefürwortend und das auch noch flächendeckend gleichgeschaltet. Denn wie kann man nur die Tatsache übersehen, dass die politischen Parteien in der Ukraine durch einen Putsch Macht ergriffen haben und sich selbst damit brüsten, eine nationale Revolution durchgeführt zu haben? Und Slogans wie die Ukraine den Ukrainern, Ruhm der Nation, Tod den Feinden, erstecht die Moskowiter und hängt die Kommunisten in die weite Welt herausbrüllen. Wie kann man nur dabei zusehen, wie Faschisten einen Staat regieren und diese Tatsache leugnen? In meiner Heimat sind Jagd auf Linke, Todeslisten, Überfällen, Chaos, Vandalismus, dies alles an der Tagesordnung. Aber das sind Punkte, über die unsere Medien nicht zu berichten scheinen. Du allein kannst die Welt ändern. Das ist ein Zitat vom Friedensnobelpreisträger Barack Obama. Your voice can change the world. Zudem glücklicherweise Eddie Snowden sagte, yo, dann ändere ich mal mit meiner Stimme. Und Edward Snowden, du hast genau das Richtige getan. Wir danken dir dafür. Denn wir führen hier einen Informationskampf, meine Freunde, aus dem wir Lösungen ableiten, um irgendwann die Welt friedlich und humanistisch zu verbessern. Und diesen Informationskampf, den werden wir, das Volk, gewinnen. Ja, man hat den Eindruck, es gibt so eine Art Sprechvorgabe für die öffentlich-rechtlichen Medien und auch für die privaten, diese Montagsdemos immer schlecht zu reden, entweder lächerlich zu machen oder Sätze aus dem Zusammenhang zu reißen, um den Eindruck zu erwecken, das sind irgendwelche Rechten. Aber wenn man die Bilder sieht und Medien die Bilder von den Montagsdemonstrationen veröffentlicht, dann sieht man die Vielfalt, die hier versammelt ist. Es ist ein bunter Querschnitt durch die Bevölkerung, Inländer, Ausländer, Migranten, alle Religionen. Also das ist wirklich eine tolle Sache und ich glaube, die Medien können diese Blockade und diese Schlechtschreiberei nicht auf Dauer durchhalten. Dinge kritisieren zu dürfen, ohne sofort und alleine aufgrund des Themas, auf das sich die Kritik bezieht, in eine Schublade gesteckt zu werden, fordern wir für uns ein, Freunde. Denn leider sind auch wir in eine Schublade gesteckt worden, in die wir gar nicht gehören. Und das nur, weil wir Prozesse eines Systems hinterfragen, die unserer Meinung nach aus dem Ruder gelaufen sind. Dazu muss man im Übrigen auch gar kein Verschwörungstheoretiker sein. Wir haben uns nämlich einfach nur gefragt, warum heutzutage staatliche Interessen über eine ganzheitlich objektive und ehrliche Berichterstattung gestellt werden. Wir haben uns auch gefragt, warum heutzutage die maßlose Ausdehnung des Konsums
über eine nachhaltige, umweltschonende Lebensweise gestellt wird. Und wir haben uns gefragt, warum heutzutage wirtschaftliche Interessen über ein friedliches Zusammenleben gestellt werden. Deswegen sind wir hier, Freunde, nur deswegen. Hallo, ich habe mal eine Frage. Sie sind von Spiegel TV, ja? Wie ist Ihre Meinung sozusagen schon? Ja, aber nicht vor, ein Interview zu geben. Danke sehr. Aber haben Sie sozusagen von der Redaktion Vorgaben, wie Sie berichten über die Demo? Ich habe Ihnen doch freundlich gesagt, ich möchte bitte kein Interview jetzt geben, ja? Können Sie das vereinbaren irgendwie mit Ihrem menschlichen Empfinden, wenn Sie einen Beitrag machen, wo Sie denken, da sind Menschen, die ein ehrliches Empfinden haben? Ich lese noch einmal meine Stellungnahme aus dem Internet vor. Und das ist das allerletzte Mal, dass ich meine Energie und Zeit mit dieser Scheiße verschwenden möchte, okay? Ich hätte so viel Wichtiges und Inhaltliches zu sagen. Und dazu kommen wir überhaupt nicht. Ich bin es leid, mir immer wieder vorwerfen zu lassen, dass ich mich angeblich nicht von bestimmten Gedankengut distanziere, weil ich mich damit als Veranstalter der Mahnwache disqualifiziere. Ich bin es leid, dass man mir und damit euch allen, die mit mir hier für Frieden einstehen, unterstellt, rechts zu sein. Ich bin es leid, mich ständig rechtfertigen zu müssen, dafür, dass ich es wage, dass wir alle es wagen, etwas zu tun, was offenbar niemand für unser gutes Recht hält. Nämlich Aufklärung zu verlangen, Forderungen zu stellen, für etwas einzustehen, ohne dafür wenigstens einen Mitgliedsbeitrag für eine Partei zu bezahlen. Ist doch echt komisch, oder? Wir projizieren dann unseren Gedanken, also unsere Gedanken projizieren sich irgendwann in die Außenwelt. Und wenn wir dauernd nur destruktive, negative oder Gedanken der Verteidigung oder so haben, also weil wir uns rechtfertigen, dann kann da nichts Gutes draus entstehen. Wir müssen uns einfach jetzt mal nullen. Ich habe jetzt noch einmal dieses Statement gemacht, das war's jetzt auch und jetzt können wir uns mal auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Was kann ich alleine schon bewirken, fragte die halbe Menschheit. Oder anders, was bringt es, wenn ich alleine mein Konsumverhalten ändere? Ich würde sagen, nicht viel. Gut deshalb, dass wir gar nicht mehr alleine sind. Wir sind gar nicht mehr alleine. Wie schon gesagt, wir sind mittlerweile eng miteinander vernetzt, tauschen Informationen aus und generieren so ein kollektives Bewusstsein. Jetzt müssen wir uns nur noch trauen, dieses auch direkt zu nutzen und darauf vertrauen, dass unsere Mitmenschen das auch tun. Denn dann können wir wirklich etwas bewirken. Wir sind alle nicht mehr alleine. Die Antwort ist from within, also von innen. Also ist das eine zwingend globale Debatte und Perspektive, die hier, wie auch bei Occupy, Spanish Revolution, Arabischer Frühling etc. geführt wurde, weil es läuft ja schon seit Jahren. Ist nicht so, wie Lars denkt, dass das jetzt hier neu wäre. Ist gut und süß, er macht das gut. Aber du weißt, wie ich meine, wer sich auskennt, sieht die Wellenbewegung, weil genau das ist eben, wie sich dezentrale Bewegungen sozusagen entfalten. Nicht mehr so wie früher, du hast da eine Volksmasse mit 100.000 oder so, ja, einer Million Leute, die dann Demonstrationen machen, sondern die sind dezentral und indirekt, manchmal auch unbewusst vernetzt, eben über Schnittmengen und Ideen. Was sind denn, wenn wir jetzt mal Berlin fragen, also uns hier, was sind denn die Ziele, die wir haben? Also Weltfrieden ist klar, aber Ziele immer auch im Sinne von, wie können wir da am ehesten hinkommen? Und da seid ihr jetzt mal kurz gefragt. Ruft ruhig mal drin, jetzt ist drin. Bitte? Selbstversorgen, essentiell, genau. Man muss ackern, beten, anbauen, man muss Permakultur lernen, essentiell, ganz genau, weil dann weißt Mitgefühl sowieso, genau, auch immer gut. Genau, man muss Gemeinschaften leben, auch wichtiger Stichpunkt, und zwar diese Sharing, da seht ihr, wie auch das System lernt. Nur so als Nebeninfo, das System ist nämlich teilweise schon peinlich für uns, dezentraler als wir. Das sind ganz normale Lernprozesse, bloß jeder steigt an einem anderen Punkt in den Schwarm ein sozusagen. Und deshalb gibt es immer wieder dieses Gerangel, da muss der Schwarm einfach die Leute, die Teilnehmer, die Aktivisten sich alle gegenseitig ein bisschen helfen, weil was wir alle tun, ist sehr schwer. Wir lehnen uns da gegen eine Struktur von 100 bis 200 Jahren, wenn man nur den Kernpunkt nimmt und eigentlich von 3000 Jahren, wenn man den lockeren Rahmen betrachtet, ist also eine enorm große Aufgabe und niemand muss sich da tot machen, weil niemand das auf seine Schultern trägt, sondern tragen alle und jeder tut eben seinen Teil. Also ich denke, das Wichtige ist bei der ganzen Sache, dass sozusagen meine Standpunkte, auf denen ich ein Stück weit meine Überzeugungen begründe, die sind unpolitisch. Da geht es eigentlich nicht um Politik und das ist, glaube ich, auch relativ wichtig und ich glaube, das ist auch der Kern sozusagen von vielen Leuten, die unter Umständen politisch andere Meinungen haben. Aber wenn man wirklich das Ganze reduziert auf die existenziellen Fragen, dann trifft man sich an einem Punkt, wo ganz klar wird, eigentlich haben wir alle das gleiche Ziel. Im Grunde genommen will jeder von uns etwas Gutes. Im Grunde genommen will jeder von uns in einer friedlichen Welt leben.
Und insofern denke ich, dass es ein Stück weit ganz wichtig ist, gerade wenn wir über den Frieden sprechen, nicht über Politik zu sprechen, sondern über die existenziellen Fragen zu sprechen. Wie wollen wir leben? Und was bedeutet Gerechtigkeit? Und was muss eigentlich passieren, damit Frieden herrschen kann? Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, im Grunde genommen scheint das so einfach zu sein. Und das, was unsere Aufgabe sein muss, ist doch herauszufinden, was haben wir übersehen? Was ist eigentlich der Faktor, der uns fehlt, um wirklich friedlich miteinander leben zu können? Wir haben die Situation, dass momentan viele Leute, wie gesagt, auf der Suche sind. Und wenn ihr die Medien anmacht, dann haben wir das Gefühl, alles ist toll. Überall steht kaufen, konsumieren, hol dir mehr. Nur die Frage ist, sind wir denn auch alle mittlerweile zufrieden? Ich möchte von euch einfach mal wissen, aus eurem Umfeld, denkt mal ganz kurz drüber nach, schaltet den Verstand aus und hört einfach mal auf euer Herz von euren Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten oder Arbeitskollegen. Wie viel kennt ihr, die mittlerweile Depression haben, Burnout oder wo Familien auseinandergehen? Darf ich das mal bitte kurz sehen? Danke. Die Situation ist einfach die, es stimmt nicht, was euch erzählt wird. Euch wird erzählt, ihr findet im Außen Glück, Seligkeit. Das ist aber nicht mehr der Fall. Weil wir haben die Situation, dass wir derzeit uns in einer Phase befinden, der größten Transformation überhaupt. Das ist ein Zeichen für die neue Zeit, diese Montagsdemos, ein Zeichen, dass immer mehr Menschen gerade dabei sind zu erwachen aus dem Traum, der Unkenntnis heißt, und sie merken, dass sie im Außen nicht Glück und Zufriedenheit finden und sie suchen letztendlich nach Alternativen. Immer wieder merke ich bei Leuten, die sagen, es ist ja interessant, Herr Schrank, was Sie sagen. Und die sagen, gib mir mehr Input. Das heißt, sie fangen immer weiter an zu recherchieren, aber es macht euch immer frustrierter. Ihr müsst anfangen zu erwachen. Und wenn ihr erwacht, dann müsst ihr auch eine Entscheidung treffen. Und in dem Wort Entscheidung steckt das Wort Scheidung. Ihr müsst auch loslassen. Das heißt, wir müssen loslassen von diesem System, in dem wir hier leben. Und das Mantra der westlichen Welt heißt, ich muss es schaffen. Ich muss es irgendwie schaffen. Und wir haben vergessen, wer wir eigentlich selbst sind. Wir fangen an, im Außen Dinge zu suchen. Aber die wenigsten kennen sich selbst. Weil Selbsterkenntnis ist das Essentiellste überhaupt. Um andere erkennen zu können, musst du dich erstmal selbst erkennen. Ich habe jetzt ein Gedicht von André Heller und ja, hört mal zu. Vom Schrei nach Frieden ist die Luft ganz schwer. Der Friede. Der Friede? Wo kommt denn bloß der Friede her? Der kommt nur, wenn wir ihn tun. Und wenn in unseren Seelen die Mörderwaffen ruhen. Wenn wir Gewalt verweigern, mit Sprache, Not und Streit. Wenn wir als Haltung lieben, Zeit unserer Lebenszeit. Danke. Ich kämpfe für die Freiheit, für die Menschen. Jeder ist hier, wünsch mir ein Leben in Liebe. Für dich, für mich, für uns alle hier. Ein Leben in Frieden, ohne Hass und Hinterhalt, ohne Missbrauch und Angst, ohne Macht und Gewalt. Willst du die Welt verändern, verändere
Danke. War schön. Ja, bis Montag. Jo. Lasst uns fliegen. Denn gemeinsam sind wir stark. Komm, lasst uns fliegen. Lasst uns fliegen. Schaffen wir schon. Dann wird das Gute siegen. Ich danke euch. Danke, dass ihr alle hier wart. Lasst euch nicht unglücklich und macht weiter so. Kommt weiter auf die montagsnahen Waffen. Das ist sehr wichtig.